In diesem Video werden wir weitermachen. Und zwar werden wir das Pickup-System mit einem Schwert, also einem Schwert versehen, um ein Schwert aufzuheben. Und wir werden Strukturen uns überlegen, beziehungsweise Structures nennt sich das. Die werden wir verwenden. Das heißt, Structures nehmen wir statt unsere Variable Text mit Pickup Name. Beim Nutzen von Strukturen mit Structures können wir einem Schwert als Beispiel neben dem Schadenwert auch andere, sowas wie spezielle Eigenschaften verpassen. Wenn der Spielercharakter als Beispiel so ein legendäres Schwert aufnimmt, dann wird es nicht nur einen Schaden haben als Informationsgehalt, sondern auch so sich auf die Player-Stats auswirken. Das heißt, den Spieler stärker machen in bestimmten Statistiken und den Eigenschaften vom Spieler. Und dafür brauchen wir eine andere Struktur. Das Ganze nennt sich dann Structs in der Unreal Engine. So können wir auch zu einem bestimmten Item, einem Gegenstand, auch viele verschiedene Informationen speichern. Halt für Standardinformationen und für Bonusstatistiken, die das Schwert dann hat als Item, heißt verschiedene Boni. Die Informationen in den Structs dienen auch, um ein Item entsprechend Animationen darzustellen. Ein Zweihandschwert zum Beispiel wird sich in der Animation anders darstellen als so ein Zweihand-Streitkolben. Das Ganze als Information wird halt in Pickup selbst gespeichert und einfach zum Spieler dann gesendet, wie wir uns schon angeschaut haben, über den Actor, den wir dann weiterreichen. Also statt ganz viele Variablen hier zu haben und diese dann hier über den Hero dann zugänglich zu machen, wenn er so ein Item aufpickt, wir gehen hin und nutzen ein Structure, wo die Information in so einem Structure gespeichert ist, dann brauchen wir hier nicht ganz viele Variablen zu deklarieren und zu initialisieren und diese dann weiterzuleiten. Der Spielercharakter soll halt einfach so ein Structure bekommen und damit kann man das am besten machen. Hierfür gehen wir einmal in den Content Browser und gehen dann über den Main in unsere Pickups. Hier werden wir so ein Structure erstellen. Rechtsklick, Blueprints, Structure, s-pickup-info. So ein Structure ist mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, man sollte sich wohl überlegen, wie das Ganze dort gespeichert wird, um das nicht umbenennen zu müssen später und sich sein Projekt nicht zu erschießen. Also im Nachhinein so ein Structure umzubenennen ist halt eine schlechte Idee. Deswegen überlegt euch an der Stelle, wie das heißen soll und dann geht's weiter. Wir öffnen das Ganze mal. Hier ist es auch wichtig, darauf aufzupassen, wenn man Variablen hinzufügt oder löscht, dass das auch nicht von der Struktur sich verändert. Das heißt, hier muss man einfach etwas akribischer arbeiten und genauer sein. Das heißt, nicht einfach irgendwas hin und her umbenennen oder irgendwelche Variablen löschen und hinzufügen, hin und wieder. Gehen wir nun über zum Hinzufügen von Variablen. Ein Structure als solches kann ganz viele Variablen halten und da ist es auch von dem Typ, kann man auch verschiedene Typs halten. Das heißt, in dem Structure können ganz viele Informationen gespeichert werden. Dieses Structure ersetzt dann im Grunde diese eine Variable, die wir hatten, Pickup Name. Und wenn man das Pickup Name dann ersetzt, dann kann man in dem Structure innen drin die Variablen halten und dort kann man beliebig viele einfach speichern und dann über diesen Actor weiterleiten an den Player Char. Hierzu löschen wir einmal den Pickup Name und fügen ein neuer hinzu, Pickup Info. Und der Variablentyp hier oben rechts wird dann unser s-pickup-info sein, unser Structure, das wir erstellt haben. Jetzt kann man das Ganze kompilieren und speichern. Und in diesem Structure, wenn man das aufpappt, dann sehen wir hier die ganzen Variablen, die wir dort haben, in diesem Structure als eine Variable, sodass wir diese Datenstruktur Structure nutzen. Jetzt können wir das Structure einmal bearbeiten. Die erste Variable wird unser Pickup Name sein, vom Typ Text. Wir können hier auch sowas wie ein Typ erstellen, damit man die Gegenstände unterscheiden kann. So ein Pickup Type. Dann ein Bild für das Pickup. Pickup Image. Das darf ein Texture 2D sein. Wichtig ist halt die Objektreferenz, dass ich die auch auswähle. Wir wollen eine Referenz speichern. Dann darf so ein Item auch so Schaden haben. Damage. Damage ist vom Typ Float. Float ist bei uns eine Gleitpunktzahl. Dann kann es noch so eine Rüstung geben. Armor. Wie viel Schutz so ein Item gibt. Als Float. Dann brauchen wir sowas wie Blocken. Wie gut der Charakter blocken kann mit dem Item. Block Value, auch vom Typ Float.
Und dann wollen wir noch so etwas haben wie für Animationen. Und zwar für unsere Blend Space können wir so ein Int speichern. Ich nenne das Blend Space Int. Das ist vom Typ Integer. Das sind dann Ganzzahlen. Für den Fall, dass Gegenstände einfach andere Animationen haben dürfen. Wenn der Charakter rumsteht im Idle-Modus und so ein Zweihandschwert hat eine andere Animation als so ein Einhandschwert. Und dafür nutzen wir dann einfach diesen Blend Space Int Wert, um die richtigen Animationen zu setzen. Mit den Variablen wollen wir beginnen. Die zwei lösche ich noch, die ich noch zu viel habe. Speichere das Ganze einmal kurz. Und im Laufe des Kurses werden wir diese ganzen schönen Variablen einfach einsetzen. Das Ganze in einem Structure. Jetzt wollen wir unseren ersten Gegenstand erstellen. Unser erstes Item. Da gehen wir nochmal zum Base Pickup. Ich kompiliere und speichere das Ganze hier auch noch. Hierzu gehe ich über BP Base Pickup auf diesen Browse und mache mir aus dem Content Browser ein Kind-Element für unseren ersten Gegenstand. Rechtsklick drauf, Create Child Blueprint Class. Das wird so ein Kurzschwert sein. Ihr könnt das natürlich auch anders nennen. Ich nenne das Pickup Short Sword. Dieses Child, dieses Kind Blueprint, das darf dann bei den Schwertern sein. Ich verschiebe das einmal zu den Schwertern. Pickups und dann Schwert. Hier können wir das auch einmal öffnen für unser Schwert. Hier wollen wir bei dem Item einmal das Mesh einfügen. Und zwar dort Static Mesh. Da suchen wir uns das Schwert und fügen das hier einfach ein. Kompilieren und speichern das Ganze. Das Schwert. Hier wollen wir einmal kurz und bei das 4 die Kollision ein bisschen höher ziehen, damit das ganze Schwert abgedeckt ist. Kompiliere und speichere das. Das Item können wir uns jetzt auch in unser Testlevel schieben. Den Base Pickup kann ich einmal löschen. Das Schwert müsste hier soweit auch physikalisch zu sehen sein. Die Physik hatten wir ja angemacht. Ja. Wenn ich das hier drehe, dann müsste die Physik auch entsprechend das Schwert umkippen lassen. In unserem Pickups Short Sword, da müssen wir uns nicht so viel Gedanken machen zu den Funktionalitäten, weil das erbt ja von der Elternklasse, von der Base Pickup, sodass wir im Pickup Short Sword hier in diesen Klassendefaults oben Class Defaults unsere Informationen einfach nur zufügen können. Hierzu öffne ich unser Pickup Info hier und kann hier schon mal einen Namen vergeben für dieses Kurzschwert. So wie Short Sword. Dann können wir hier einen Schaden hinzufügen. 19 zum Beispiel. Kompiliere das Ganze, Speicher. Das wird erstmal lang. Gehen wir weiter zum Hero-Charakter. Hier können wir unseren GetPickupInfo holen. Der PickupName als Variable gibt es nicht mehr. GetPickupInfo. Das Ganze ist jetzt ein Structure, das wir hier nutzen. Hier können wir das aufbrechen. Einfach hier rausziehen. Und hier so ein Break as PickupInfo. Und uns so die Informationen rausholen. Hier können wir dann mit den Informationen arbeiten, sowas wie Damage, Pickup Name. Hier wollen wir erstmal den Namen mal ausgeben. Wenn wir das einmal starten als Spiel, dann wird er uns die Information ausgeben, oben links. Und zwar steht da Short Sword, das heißt, er hat uns den Namen des Schwertes ausgegeben, unser Pickup Name. Ich werde den Namen jetzt verwenden, um das Ganze in so eine Spieler-UI zu übertragen und ihn dann auswählen lassen, ob er das Item aufheben will oder nicht. Das Ganze können wir erstmal löschen. Was wir jetzt weitermachen, wir werden das Ganze zu einer Variable promoten, dass wir das auch speichern können, was der Spieler so an Informationen bekommt, wenn er dann über so einen Gegenstand läuft. Hierzu gehen wir erstmal hin, Rechtsklick, Promote to Variable. Die können wir dann einmal umbenennen. Overlapped Pickup. Das Ganze muss bei uns noch replicated sein, weil das von Serverseite kommt. Wir haben hier ja unser Switch has Authority und der Server handelt das dann auch, was dann rübergeht mit dem ganzen Pickup Actor samt der Struct als Datenarchitektur, Pickup Info, sodass das Ganze ja serverseitig gesetzt wird. Deswegen ist dieses Replicated wichtig. Das Ganze wollen wir halt beschreiben und setzen, sobald der Spieler dann über so ein Item geht. Und wenn er diese Kollisionsbox dann verlässt, dann wollen wir das wieder rückgängig machen, sodass das wieder frei ist für das nächste Item oder Gegenstand, der aufgehoben werden kann. Das Zurücksetzen ist halt wichtig, dass auch andere Gegenstände aufgehoben werden können über diese Collision-Geschichte. Sonst wird er ständig immer nur dieses Schwert referenzieren wollen.
um ein Beispiel zu nennen. Hierzu gehen wir einmal in den Base Pickup und haben das Start-Event ja schon, wenn er in die Sphere reinkommt, gesetzt. Wir wollen es erweitern mit dem nächsten Event, wenn der Spieler aus der Sphere, aus dieser Collision Box da einfach rausgeht. Auf der linken Seite die Sphere einmal auswählen und ganz unten haben wir dann unser Event und Component End Overlap, weil der Spieler wieder rausgeht. Wenn der Spieler dann mit diesem Event rausgeht aus der Sphere, dann wollen wir auch hier die BP Base Pickup Objektreferenz wieder raus haben, dass das wieder frei ist. Das Ganze darf auch bei uns wie oben, hier unten auch nur auf dem Server laufen, also Switch has Authority. Auswählen STRG D. Die gleiche Geschichte mit Actor Hashtag. Mit STRG gedrückt halten, auswählen STRG D. Das Interface-Event darf auch das gleiche sein. Einmal alles verbinden. Hierfür wollen wir dieses Interface-Event auch nochmal erweitern. Hierfür wollen wir ein Boolean nutzen. Einfach doppelt draufklicken. Wir können einfach Overlapping nennen, eine Überlagerung. Ein Boolean, ob es überlagert oder nicht. Kompiliere und speichere das Ganze. Dieser Overlapping Boolean dient uns jetzt dazu, wenn wir dann im Gegenstand sind, also das Event, ich bin reingegangen in diese Collision Box oder Collision Sphere, dann darf er Overlapping, der ist dann an, da ist es auf True. Und wenn wir rausgehen bei dem Event, wir gehen raus aus dieser Box, on Component End Overlap, da darf das Ganze hier auf False stehen. Kompiliere und speichere das. Das Ganze können wir jetzt im Hero-Charakter, im Player-Char nutzen. Hier brauchen wir für unser Overlapping jetzt ein Branch. B gedrückt halten, reinklicken. Das Ganze verbinden. Das heißt, wenn der Overlapping True ist, dann darf er dieses Overlappen einmal setzen. Mit Alt mache ich das mal. STRG D einfach für kopieren, dieses Set. Wenn es False ist, das heißt, er ist nicht am Overlappen, dann wird das Ganze hier einfach dem Fallsweg halt nicht gesetzt. Und zwar freigestellt. Das heißt, hier oben bei True wird es gesetzt. Da haben wir einen Aktor, so einen Pickup-Aktor. Und unten haben wir ihn nicht. Da wird er wieder gelöst. Dafür ist unser Boolean da, den wir weiterreichen. Vom Item, vom Gegenstand wird das Overlappen dann deaktiviert, wenn der Spieler dann sagt, ja, ich werde es ausrüsten. Und wenn er sich vom Item, vom Gegenstand wegbewegt, dann wird dieses Overlapping auch entsprechend zurückgesetzt, damit der Spieler ein nächstes Item, einen nächsten Gegenstand aufnehmen darf. Dort halt andere Informationen da sind, die dann über diesen True-Zweig hier ankommen. Damit der Spieler dann entscheiden kann, ob er dann Gegenstand ausrüsten möchte oder nicht, wenn wir eine GUI erstellen. Das wird für dieses Spiel das erste Mal sein, wo wir die GUI jetzt bearbeiten werden. Das Wichtige an GUI-Elementen ist, dass das nur auf der Client-Seite stattfindet. Das heißt, die UI-Logik ist dann nur auf dieser Client-Seite. Heißt, dass der Server die UI-Elemente jetzt nicht im Fokus hat. Der sieht die nicht. Das sieht nur der Spieler, also auf dem Bildschirm, an dieser GUI. Die GUI läuft auch nur auf Client-Seite. Hierfür nutzen wir dann einfach Custom Events, die auf der Client-Seite laufen. Hierfür kommt dann unser Player-Controller zugute. Den Player-Controller haben wir über den Content-Browser in unseren Basisklassen. Den BP Souls Controller, den wollen wir einmal öffnen. Open Full Blueprint Editor. Zu Beginn brauchen wir in den Class Settings ein Interface dafür. Hierzu navigieren wir über den Content Browser zu unserem Interfaces Ordner und erstellen hier eins. Bei mir heißt der int BP Souls Controller. Im Souls Controller können wir den dann zuweisen. Class Settings, Interfaces, Implemented Interfaces, int BP Souls Controller. Das Ganze kompiliere, speichere ich. Dann gehen wir hin und erstellen die erste Funktion. Show Pickup Name. Kompilieren, speichern. Im Source Controller wollen wir dann unser Event Show Pickup Name holen. Das Ganze soll auf der GUI beim Client laufen. Und hier haben wir nicht die Möglichkeit, über einen Server zu gehen und nutzen einen Workaround dafür. Hier kommen die clientseitigen Custom Events zugute. Add Custom Event. Client-Show Pickup Name. Diesen Custom Event, den wollen wir hier bei Replicates einmal einsetzen. Run on own client. Reliable. Kompilieren, speichern das. Jetzt können wir den hier aufrufen. Client Show Pickup Name. Jetzt geht der Server hin und
ruft diesen Client-Event auf und beim Client, der darf dann halt Informationen auf der GUI anzeigen hier. Das Ganze machen wir dann im nächsten Video, den Part mit den GUI-Elementen und wie dieser tricky Workaround läuft. Was wir hier im Grunde machen ist, wenn der Spieler über so ein Objekt, so ein Gegenstand geht, dann wird das gesetzt, Overlapped Pickup, und wenn er dann nicht mehr über dem Gegenstand läuft und das verlässt, dann wird das entsprechend wieder zurückgesetzt hier im False-Zweig. So kann man das dann beim nächsten Gegenstand einfach mit einem nächsten Gegenstand festsetzen. Das heißt, der Slot hier wird für den Gegenstand geleert, damit der nächste Gegenstand hier wieder gesetzt werden kann. Und die GUI-Anzeige, die machen wir dann über den Source-Controller. Hierzu öffnen wir einmal das Interface, fügen uns einen Input hier hinzu vom Typ Text, der heißt dann Name. Jetzt haben wir im Source-Controller einen Slot hinzugefügt bekommen, also der einen Namen bekommen darf, um hier später zu dieser GUI zu gelangen von unserem Hero-Char, um das Ganze dann hier rüber zu setzen. Da brauchen wir eine Funktion, die heißt Controller, getController. Vom Controller aus können wir dann uns den Pickup-Name schnappen. Das ist hier dieser int Souls, also int bp Souls Controller und da dann halt show Pickup-Name. Das Ganze ist dann von unserem Controller. Hier wollen wir dann den Namen setzen und über diesen Overlap Pickup, da können wir dann einfach über ein Get unser Pickup Info holen. Get Pickup Info. Das Ganze können wir dann aufbrechen, weil das eine Structure ist. Break as Pickup Info. Und hier uns einfach diesen Pickup Name holen. Und danach können wir in den Controller gehen, in unserem BP Source Controller. An der Stelle wollen wir das einmal testen. Und zwar, dass das bei dem Player Controller ankommt, über einen String. Print String. Wenn wir jetzt über so ein Schwert laufen, dann sehen wir Show Sword. Das Ganze läuft jetzt nicht mehr so wie vorher über den Spielercharakter, sondern über den Player Controller. Das heißt, so wie das wir gesehen haben, besagt, dass unser Player Controller richtig funktioniert und die Informationen hier weitergeleitet werden, die wir dann in der GUI nutzen dürfen. Damit können wir dann weiterarbeiten, und zwar mit den Informationen, dass wir die dann in die Spieler-GUI weiterleiten. Das Ganze machen wir dann im nächsten Video. Zu Beginn hier werden wir uns einfach Informationen auf den Bildschirm ausgeben, wenn ein Spieler jetzt über ein Item läuft, über so einen Gegenstand, und sowas wie Stamina oder Heilung, Hitpoints und so weiter, das machen wir dann irgendwann später. Für die Funktionalität bedienen wir uns erstmal der Ausgabe aus der Structure auf der GUI des Spielers. Dann sehen wir uns im nächsten Video.